Willkommen zurück bei den Knauf-Werktagen 2023 bei unserem digitalen Messerundgang hier. Das bedeutet, wir schauen uns ganz viele verschiedene Bereiche, ganz viele verschiedene Produkte von Knauf an. Und die Knauf KG ist ja ohnehin ein wirklich sehr, sehr großes Unternehmen, also in vielen Ländern tätig, mit ganz vielen verschiedenen Werken, vielen verschiedenen Unternehmensbereichen. Und einer davon ist Knauf Elements. Da sind wir hier. Da geht es um Bauelemente und um das große Thema industrielle Vorfertigung. Und ich freue mich sehr, dass einer der Geschäftsführer von Knauf Elements hier bei mir ist, nämlich Norman Müller. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich. Knauf Elements, um erstmal so eine Vorstellung zu bekommen, was macht dieser Bereich von Knauf überhaupt? Was machen Sie? Also wir sind die Spezialisten für die industrielle Vorfertigung von Bauelementen. Das sehen wir hier auch am Stand. Wir haben zwei Elemente mitgebracht, die bei uns am Standort in Neuruppin industriell vorgefertigt werden. Was für Teile sind das? Also wir sehen die große Wand hier tatsächlich hinter uns. Ich glaube, das eine hat mit Holz, das andere mit Stahl zu tun, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Ja, ganz genau. Wir können im Prinzip im Bereich der Holztafelbau sowie im Stahlleichtbau 2D-Elemente industriell vorfertigen und die für viele Bauvorhaben als Industriepartner zur Verfügung stellen. Greifen da auf die Expertise der Knauf Systemlösungen zurück und sind flexibel je nach Kunden oder Projektanforderungen. Wenn wir nochmal auf die unterschiedlichen Materialien eingehen, also hier direkt hinter uns, das ist, glaube ich, eine Holztafelbauwand. Auf der Seite, das, was man ja schon an der Optik erkennt, ist eher die Stahl-Leichtbau-Variante. Ne? Welches Material hat wo welche Vorteile? Das ist unterschiedlich. Je nach Kundenanforderungen sind wir natürlich mit Nachhaltigkeitsthemen unterwegs, wo das Holzbauthema ganz groß forciert wird. Aber wir haben natürlich auch für Aufstockungsprojekte im Bestandsbau, wenn es um Brandschutzanforderungen geht, im Stahlleichtbau diverse Vorteile, um da im nicht brennbaren Materialbereich die Projekte zu realisieren. Okay, das heißt, da ist dann das Thema Brandschutz besonders Genau, wichtig, logisch. Da ist das Thema Brandschutz wichtig, da ist das Thema Gebäudeklasse. Wir sind oftmals auch im Abstimmen mit dem Thema Gebäudeklasse hinsichtlich Holzbaunormen, Brandschutzanforderungen, statischen Anforderungen und optimieren natürlich dann je nach Projekt immer die beste Lösung für unsere Kunden. Und deshalb sind wir froh, dass wir aus dem breiten Knauf-Portfolio schöpfen können und dann beide Lösungen individuell betrachten können. Sie haben schon so ein paar Sachen angerissen. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, welche konkreten Anwendungsbereiche gibt es denn? Also an welcher Form von Neubau, Sanierung, Aufstockung und so weiter macht das denn Sinn, mit diesen großen Elementen, den vorgefertigten Elementen von Knauf Elements zu arbeiten? Also wir sind gerade in dem Thema mehrgeschossigen Wohnungsbau unterwegs, wo wir mit vorgefertigten Elementen signifikant Bauzeit reduzieren, wo wir Industriequalitäten in die Projekte hineinbekommen, wo wir eine risikoarme Beschaffung für unsere Kunden, die aus der Wohnungswirtschaft kommen, die große Generalunternehmer sind, private Investoren, die das einfach schätzen, mit industriell vorgefertigten Komponenten hohe Prozesssicherheit in ihre Bauabläufe zu bekommen, Bauzeiten zu reduzieren und letztendlich über eine schnelle Bauzeit und Weitervermarktung und Nutzung der Gebäude Effizienzen zu heben. Also das sind genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, die wahrscheinlich auch die Vorteile sind gegenüber der klassischen Massivbauweise? Korrekt. Wir können mit leichten, intelligenten Konstruktionen einfach auch Gewicht sparen. Wir tun die ganzen Interlogistikprozesse optimieren. Gebäude, die früher aus Beton, Betonfertigteilen oder monolithischen Werkstoffen hergestellt werden, werden sukzessive mehr in vorgefertigten Leichtbaukonstruktionen realisiert. Das hilft natürlich, Gewicht einzusparen. Gründungseffekte sind da abzuleiten, wo die Gebäude leichter werden. Und man tut sich natürlich auch mit unseren Konstruktionen viel einfacher bauphysikalische Themen zu kompensieren. Schallübergänge lassen sich mit intelligenten Knauflösungen wesentlich einfacher entkoppeln, als wie wenn sie monolithisch Stein auf Stein mauern oder Beton gießen. Jetzt ist es aber, glaube ich, so, dass Sie nicht nur diese großen Elemente bei Ihnen im Werk vorfertigen und ja wirklich schon ja, fast montagefertig für die Baustelle vor Ort dann liefern, sondern die eigentliche Montage selbst auf der Baustelle machen Sie auch, oder? Richtig, wir haben geschultes Personal, die unsere Kunden unterstützt, dann mit Leitmonteuren genau die richtigen Bauteile an die richtige Stelle zu bringen, bauphysikalisch korrekt einzubauen. Und da unterstützen, trainieren wir natürlich auch unsere Kunden, um da höchstmögliche Effizienzen, insbesondere im Montageablauf, zu generieren. Wir sind ja jetzt schon eine Weile auf den Knauf-Werktagen hier unterwegs, in den ganz verschiedenen Bereichen von Knauf, in allen möglichen Innenausbau, Trockenbau, Dämmung und so weiter. Ähm, und wir hören oft das Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ja einfach mittlerweile ein sehr, sehr großes Thema. Wie setzen Sie das um hier bei Knauf Elements?
Also wir produzieren am Standort in Neuruppin klimaneutral, wir sind da auch zertifiziert, haben durch viele Photovoltaikflächen auf den angrenzenden Grundstücken auf unserem Dach, produzieren wir eigenen Strom und sind so in der Lage, eine klimaneutrale Produktion zu realisieren. Oh, Wahnsinn. Das ist jetzt schon klimaneutral. Nicht geplant oder ist Ja, schon so? wir haben das letztes Jahr angestoßen, da gibt es verschiedene Zertifizierungsprogramme und wie gesagt, seit Februar haben wir dann auch die entsprechenden Label am Start, um das nach außen zu tragen und den Kunden zu zeigen, wir produzieren klimaneutral die 2D-Elemente von Knauf Elements. Ich habe auf Ihrer Webseite einen Satz gelesen, den ich noch ganz interessant fand. Da stand, Knauf Elements verbindet Tradition mit Innovation und Hightech-Produktion mit individueller Kundennähe. Was meinen Sie damit? Also vielleicht vor allem mit diesem Punkt Kundennähe. Also wir sind natürlich ganz nah am Kunden, um wirklich eine optimale Lösung zu finden. Und da hilft es natürlich, dass wir auch eine Historie aus dem Holzbau haben, wo wir über viele Jahrzehnte Erfahrung gesammelt haben in handwerklichen Prozessen, wo wir eine hohe Qualität in der Produktion haben. Und das ist natürlich die Grundlage für die Entwicklung industrieller Prozesse, dass wir genau wissen, was muss funktionieren, um ein qualitativ hochwertiges Produkt in den Markt zu bringen, den Kunden entsprechend zu beraten und dann genau zu sagen, okay, wo liegen die Pain Points, welche Stellschrauben müssen wir bewegen, um ein Produkt auf den Kunden angepasst in die Projekte hineinzubringen. Und da hilft es natürlich, wenn man aus dem Holzbau kommt, wenn man viele traditionelle Arbeitsschritte einfach auch beherrscht, viele gut ausgebildete Fachkräfte bei uns in der Produktion hat, die dann wirklich die Prozesse begleiten und dann auch nachschauen, funktioniert das wirklich mit industriellen vorgefertigten Elementen und der Historie aus wirklich Handwerk. Ein großes Thema, die Nachhaltigkeit haben wir gerade schon angesprochen. Anderes sehr aktuelles Thema ist ja der Bereich Automation, Digitalisierung, der natürlich auch in der Industrie wie bei Ihnen eine große Rolle spielt. Vermute ich mal, wie konkret? Also inwiefern beschäftigt Sie das vielleicht auch als Geschäftsführer Tag für Tag, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren? Also wir haben da jetzt einen ganz neuen Ansatz gewählt, wo wir mit Siemens Digital Industry unterwegs sind, wo wir sagen, wir wollen heraus aus dem prototypischen Planen und Bauen von Gebäuden rein in Industrieprozesse, haben da mit einem Frontloading begonnen, wo wir Bauteilentwicklung vorantreiben, das mit parametrisierten Baugruppen. Wir nutzen da Industrietools, also arbeiten da intensiv mit Siemens zusammen, um dann nachgelagert auch ein PLM-System zur Anwendung zu bringen, also über ein Product Lifecycle Management wiederkehrend die Bauteile in unterschiedliche Projekte zur Anwendung tragen und dann natürlich über regelbasierte Prozesse, ERP-Systeme, CAD-CAM-Schnittstellen zu bedienen, um die Industrialisierung von Bauteilen voranzutreiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, um dann auch in weitere Automationsprozesse zu gehen. Wir haben Prozesse gestartet, wo wir in der Entwicklung sind, um Robotik zum Einsatz zu bringen, wo wir mit hochmodernen Fertigungsanlagen Industrieprozesse abbilden, um dann einfach auch dem Thema Fachkräfte entgegenzuwirken, höhere Ausbringmengen und natürlich über Stückzahlen die Kosten herunterzubringen. Gerade wenn ich an das Thema energetische Sanierung denke, haben wir einfach die Herausforderung, dass wir über hohe Stückzahlen kosteneffizienter arbeiten müssen, um dann den hohen Bedarf an energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden mit Knauf, Elements dann auch entsprechend bedienen zu können. Also noch ein wichtiges Thema der aktuellen Zeit, das Sie mit angehen. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss, die vor allem alle Studierenden oder Azubis interessieren wird, die uns zuschauen. Denn wir haben ja die Werktage-Rallye hier. Das bedeutet, es gibt insgesamt 10 verschiedene Fragen, die alle, die da mitmachen wollen, beantworten sollen. Die meisten Fragen, eigentlich fast alle Fragen sogar, lassen sich an den digitalen Ständen im Knauf Webportal beantworten. Aber eine Frage nicht. Eine Frage könnt ihr nur genau hier beantworten und das machen wir jetzt. Die Frage ist nämlich, wie hoch ist denn diese wunderschöne Wand, vor der wir ja hier schon die ganze Zeit stehen? Die ist, ja, vielleicht geschätzt, ich würde mal sagen, geschätzt 3 Meter oder so hoch, aber ich bin auch nicht besonders gut im Schätzen. Sie wissen es ganz genau, ne? Also wie hoch ist die Wand? Das ist nämlich eine der Lösungen, die dann wichtig sind für die Werktage-Rallye. 2,70 Meter. 2,70 Meter, sehr gut. Und ich weiß, man muss es in Zentimeter angeben, ne? Das sind 270 Zentimeter. Das hätte ich jetzt auch noch schnell umrechnen können. Genau, sehr gut. Also 270 Zentimeter ist da die richtige Lösung. Vielen Dank auf jeden Fall, Norman Müller.